Hallo und herzlich willkommen beim YouTube-Kanal der V8 Lounge. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich zeige euch heute mal, wie man an einer C4 die Lordosenstütze, den Kompressor repariert. Dafür gibt es keine Ersatzteile mehr. Das heißt, wenn ihr das Luftpolster im Rücken gerne habt, dann zeige ich euch jetzt, was ihr machen könnt, wenn der Kompressor noch in Ordnung ist. Ja, ich zeige euch das heute anhand hier von einer 86er Corvette und einer 91er C4. Da gehen wir gleich dran. Und ja, der erste Schritt, den ihr dabei machen müsst, ist einmal das untere Sitzpolster abnehmen. Also vielleicht zur Information, bei dem Kompressor habt ihr ja hier diese Funktion. Hier auch einmal für den Kompressor an sich. Da hört er, wie der klackt, aber nicht läuft. Und ihr habt hier die 3 Tasten, um die Luft wieder abzulassen. Um da dran zu kommen, müsst ihr zuerst hier unten das Sitzpolster lösen. Da ist hier unten eine Klammer dran. Die mache ich jetzt mal ab. Das hier lösen. Hier diese. Und dann könnt ihr das ganze Sitzpolster entfernen. Und geht damit schön vorsichtig um, weil das hier ist ein sehr gut erhaltenes Exemplar einer 86er Corvette, wie man hier sieht. Mit original nur 17.000 Meilen. Hier mit dem schönen Mäusekino. Und wenn man das dann so abnimmt, habe ich euch hier den Kompressor schon mal gelöst. Der sitzt hier unten, da gehen die 3 Luftleitungen weg. Und ja, das Ganze kann man auch noch mal verifizieren, indem man da jetzt die Taste drückt. Also der macht auf jeden Fall Geräusche, aber pumpt nicht mehr. Dann schauen wir uns jetzt mal an. Es müssen dann die Schrauben hier rausgenommen werden aus diesem Pumpengehäuse. Und da ist dann noch in der Mitte auch noch eine Schraube. Man kann das schon mal abziehen, dann sieht man noch die Reste vom Gummi. Und jetzt die letzte Schraube noch. So, und hier sieht man die Ventile. Und die Pumpe. So. Ja. Dann entfernen wir hier die Reste von dem kaputten Gummi. Und wenn alles entfernt wurde, können wir uns dann aus einem neuen Stück Gummi eine passende Membran bauen. Anschließend müssen wir noch das Loch für die Schraube in der Mitte machen, für den Stößel. Das müssen wir dann ein bisschen aufweiten. Das mache ich jetzt mal. So, und da habe ich jetzt die Schraube durchgedrückt und dann kommt die in den Stößel wieder rein und wird abgedichtet. Dann setzt ihr das Gehäuse wieder schön da drauf und achtet darauf, dass unten das Ventil an die große Öffnung gehört. Und dann kann man den neuen Pumpenstößel dort drauf setzen. So, dann setzt man hier die Membran da drauf. Und dann die Kappe darüber. Und die verklemmt dann die Membran so, dass sie luftdicht sitzt. Ja, am Ende sieht das ungefähr so aus, dass der Stößel halt jetzt hier
raus und reingezogen werden kann und diese Gummimembran eben die Pumpbewegung vornimmt. Ihr müsst darauf achten, dass das Loch hier von dem Stößel seitlich zeigt.